Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten, willkommen! Wie gehabt beantworte ich in meiner Kurzvideoserie 2 Fragen. Was ist über Quercetin bis Juli 2026 bekannt und was wissen wir immer noch nicht? Beginnen wir mit einem kurzen Steckbrief. Quercetin ist ein gelblicher sekundärer Pflanzenstoff aus der Gruppe der Flavonoide. Natürlich kommt Quercetin unter anderem in Zwiebeln, Äpfeln, Beeren und Kapern vor, wobei übliche Verzehrmengen in der Regel höchstens zweistellige Milligrammmengen liefern. Nahrungsergänzungsmittel mit isoliertem reinen Quercetin enthalten dagegen bereits in einer Kapsel wesentlich höhere Mengen. In den ausgewerteten Humanstudien lagen die Dosierungen meist zwischen etwa 500 und 1000 Milligramm täglich, bei Einnahmezeiten von mehreren Wochen. Supplementhersteller preisen Quercetin als potentes Antioxidant, Entzündungshemmer und Senolytikum an. Es soll faktisch gealterte, funktionsgestörte Zellen beseitigen und die Autophagie, also die zelluläre Müllentsorgung, anregen. Kommen wir zur ersten Frage. Was ist bisher bekannt? Vorab zur Quellenbasis. Berücksichtigt habe ich nur Forschungsarbeiten, die mehrere kontrollierte Humanstudien zusammenfassen und dabei auch gesunde Erwachsene auswerten. Ergebnisse bei Vorerkrankten aus meinen zitierten Quellen nenne ich nur zum direkten Vergleich. Die nicht zitierte Mehrheit der veröffentlichten Forschungsbeiträge untersucht ausschließlich Erkrankte und gehört deshalb nicht in diese Anti-Aging-Bewertung. Die erneute Literaturprüfung bis Juli 2026 ergab übrigens keine weitere auswertbare Quelle, die den bisherigen Wissensstand bei Gesunden verändert. Grundlage bleiben somit die 5 Forschungsarbeiten aus meinem ausführlichen Langvideo. Los geht's! Ergebnisblock 1: Muskuläre Regeneration. Gesunde Erwachsene profitierten von Quercetin nach intensiver Belastung durch geringeren Muskelkater und einen niedrigeren Kreatinkinasewert, einen Messwert der Muskelschädigung. Die Verbesserungen waren dabei messbar bis moderat ausgeprägt, also ungefähr von 1 bis 40%. Welche Vorteile haben diese Befunde für uns? Eine schnelle Regeneration verkürzt die muskuläre und metabolische Belastung nach dem Training. Zugleich ermöglicht sie regelmäßigeres Training, das Muskelmasse und Kraft erhält und damit altersbedingtem Muskelschwund, also Sarkopenie, entgegenwirkt. Ergebnisblock 2: Entzündung und Inflammaging. Mit zunehmendem Alter nehmen bei vielen Menschen unterschwellig Entzündungen zu. Dieser Prozess heißt Inflammaging und forciert den Alterungsprozess zusätzlich. Bei erhöhter Ausgangslage oder bestehenden Vorbelastungen ergaben sich durch eine Quercetineinnahme kleine Senkungen der Entzündungswerte CRP und Interleukin 6 von etwa 1 bis 9%, teilweise auch moderate Rückgänge zwischen 10 und 40%. Bei unauffälligen Ausgangswerten wurde jedoch kein zusätzlicher Nutzen im Anti-Aging-Kontext verzeichnet. Ergebnisblock 3: Stoffwechsel, Blutfette und Blutzucker. Bei ungünstigen Ausgangswerten ließen sich mit Quercetin leichte Verbesserungen der Blutfette messen, ungefähr im Bereich von 1 bis 9%. Dabei sanken vor allem erhöhte Triglyceride und das günstige HDL-Cholesterin stieg etwas an. Der nüchterne Blutzucker verringerte sich insgesamt jedoch nicht verlässlich. Bei gesunden Erwachsenen mit unauffälligen Stoffwechselwerten waren keine konsistenten Effekte nachweisbar. Ein Nutzen im Longevity-Kontext ist daher nicht belegt. Ergebnisblock 4: Blutdruck. Bei bereits erhöhten Ausgangswerten sank vor allem der diastolische Blutdruckwert mit Quercetin messbar, ungefähr um 1 bis 9%. Auch beim systolischen Blutdruck traten hier geringfügige Abnahmen in derselben Größenordnung auf. Bei normaler Ausgangslage war die milde Senkung des systolischen Blutdrucks zwar ebenfalls vergleichbar ausgeprägt,
aber nicht verlässlich reproduzierbar. Longevity-Interessierten kann dieser Befund ebenso nicht gefallen. Damit zur zweiten Frage. Was wissen wir nicht? Zu direkten Messgrößen der biologischen Alterung gibt es bislang keine randomisierten, kontrollierten Humanstudien mit gesunden Erwachsenen. Gemeint sind zum Beispiel epigenetische Uhren zur Abschätzung des biologischen Alters oder etablierte Gebrechlichkeitsindizes. Ebenso wenig ist bislang belegt, dass Quercetin bei gesunden Erwachsenen die Autophagie in relevantem Umfang fördert oder als Senolytikum gealterte Zellen beseitigt. Ob das Polyphenol den biologischen Alterungsprozess verlangsamen oder gesunde Lebensjahre verlängern kann, bleibt daher offen. Kommen wir abschließend zum Fazit und zur Ausgangsfrage. Ist Quercetin ein Gamechanger für Therapie oder Longevity? Auf Grundlage der hier ausgewerteten Quellen weder noch. Im therapeutischen Kontext wurden milde Effekte gemessen. Im Longevity-Kontext ist das Flavonol dagegen bislang nur sehr begrenzt wirksam. Bei gesunden Erwachsenen ließ sich als indirekt anti-aging-relevanter Befund vor allem die beschleunigte muskuläre Regeneration feststellen. Dieses eher schwache Fazit im Anti-Aging hängt allerdings nicht nur mit den limitierten nachgewiesenen Effekten zusammen, sondern auch mit erheblichen Forschungslücken. Angesichts dessen und der für Quercetin aufgerufenen Preise habe ich das Polyphenol als beworbenes Longevity-Supplement bisher nie ernsthaft in Erwägung gezogen und deshalb auch noch nicht getestet. In meinem ABC-Schema bleibt Quercetin somit in Kategorie B, schwache, aber vorhandene Humanevidenz im Anti-Aging-Kontext. Die ausführliche Quercetin-Analyse von Anfang des Jahres findet ihr wie gewohnt verlinkt in der Videobeschreibung. Was mich interessiert: Wofür hast du Quercetin bisher eingesetzt und welche Veränderungen konntest du beobachten? Sofern du mich noch nicht kennst, würde ich mich freuen, dich ebenfalls als neuen Abonnenten begrüßen zu dürfen. Besten Dank fürs Interesse und das entgegengebrachte Vertrauen. In diesem Sinne, let's get younger, not older, and have a nice day!